Herzlich willkommen zum neuen Video. Heute geht es um 3 Themen. Ich stelle euch heute ein neues Mitglied von Perfect Green vor. Dann habe ich eine kleine Baustelle auf meinem Perfect Green. Und dann geht es noch zu der Robi-Testfläche. Da geht es zum nächsten Arbeitsschritt. Viel Spaß! Wie erwähnt, gibt es ein neues Mitglied auf meinem Perfect Green oder bei Perfect Green, bei uns in der Familie, was richtig süß ist. Mali, Mali, komm her, fein, komm her. Das ist sie. Ich stelle sie euch mal vor. Das ist eine kleine Australian Shepherd Hündin, die Mali. Die ist jetzt 9 Wochen alt und ist jetzt eine Woche erst bei uns. Und so viel auch zu dem Thema Hundeurin, Pipi-Flecken auf dem Rasen. Da werden wir auch immer mega viel gefragt, was wir denn da empfehlen bzw. was wir da machen können. Es ist so, dass ich versuche, dem Hund beizubringen, dass er hier auf dieser Fläche, auf diesem Rasen kein Pipi macht. Es ist natürlich alles Trainingssache, es ist relativ schwer, aber ich denke, dass ein Hund sich das sehr gut angewöhnen kann. Schreibt es einfach mal in die Kommentare, was ihr macht bzw. wie ihr damit umgeht. Prinzipiell ist es so, wenn ein Hund auf den Rasen macht und ihr wollt vermeiden, dass braune Flecken entstehen, dann müsst ihr relativ schnell mit viel Wasser nachspülen, denn Urin ist ja eigentlich ein Dünger, das ist Harnstoff. Harnstoff ist ein Dünger und da wird das Gras einfach überdüngt an dieser Stelle und somit wird es dann braun. Deswegen einfach mit Wasser nachspülen. Aber wie gesagt, ich versuche der Mali beizubringen, dass sie hier nicht macht. Sie soll dann runtergehen in die Wiese. Da haben wir eigentlich genügend Fläche und da kann sie dann dementsprechend ihr Geschäft verrichten. Und ich denke, das passt soweit. Wir bekommen sehr viele Anfragen von euch. Thema Spielturm, wie ich denn immer meinen Spielturm mähe. Und weil er immer so perfekt gemäht aussieht, und da muss ich ehrlich sagen, ich zeige euch jetzt mal die ungeschönte Wahrheit, denn es ist wirklich ein Krampf, den Spielturm zu mähen, vor allem mit einem Spindelmäher, weil er einfach viel zu unhandlich ist. Und ihr seht jetzt mal, wie ich damit umgehe, wie er unter der Woche aussieht. Es ist alles nur grob gemäht, unter der Rutsche ist dann so gut wie gar nicht gemäht, die Pfosten sind nicht gemäht und. Und auch hier hinten drum, da seht ihr zum Beispiel auch an der Leiter, da ist das Gras mal gute 15 bis 18 cm hoch. Da blüht auch noch schön die Poa supina. Da habe ich mal noch gar nichts abgeschnitten. Und ganz ehrlich, so lasse ich eigentlich es immer und fahre dann irgendwann mal mit dem Sichelmäher. Da klappe ich dann die Leiter hoch und fahre dann einmal mit dem Sichelmäher durch. Und dann war es das, genauso wie die Rutsche, die hebt meine Frau dann immer an und ich fahre einmal drüber und das war's. Weil, wie gesagt, es ist einfach ein Krampf, den zu mähen und ich mähe den vielleicht, je nach Wachstum in der Hauptsaison einmal in der Woche und wenn so keine Hauptwachstumszeit ist, dann vielleicht alle 2 Wochen und dann ist das Gras auch mal höher und die 1/3-Regel wird auch hier gnadenlos verletzt und ganz ehrlich, das interessiert das Gras auch nicht. Es wächst einfach weiter. Dann zeige ich euch noch mal kurz ein kleines Update zum Thema Rasenkanten. Die sind jetzt heute nicht geschnitten, da nicht drauf achten. Es ist auch Unkraut drin, alles gut. Fakt ist, die Rasenkanten, wir haben ja da eine Bewässerung reingelegt und das ist jetzt ziemlich genau 2 Wochen her, als wir die Rasenkanten, die Bewässerung reingelegt haben. Da haben wir ein Video gemacht, blenden wir euch oben noch mal ein und ihr dürft es mal anschauen. Es ist komplett zugewachsen. Man sieht gar nichts mehr. Nicht mal ansatzweise. Ein Regenwurmhäufchen ist da, aber sonst seht ihr gar nichts. Und auch hier in diesem Bereich ist komplett alles wieder zugewachsen. Ihr seht, so schnell geht es. Vor allem jetzt Mitte Mai ist einfach Hauptwachstumszeit. Das heißt, wenn ihr irgendwie größere Arbeiten vor euch habt, wo das Gras mal richtig an die Grenzen gehen muss und relativ schnell wieder zuwachsen muss, da ist eigentlich Mai der ideale Zeitpunkt fürs Erifizieren, für andere Maßnahmen wie Lüften, wie Bewässerung einbauen etc. Und zum Thema Erifizieren kommen wir jetzt.
denn wir haben mal wieder eine Baustelle hier. Ihr seht, es sieht nach Baustelle aus. Ich habe mal wieder Sand und das nicht wenig, denn ich habe bei mir eine mega wahnsinnige und ehrlich gesagt total verrückte, kranke Aktion geplant bzw. schon angefangen. Ich werde meinen Rasen komplett von Hand erifizieren. Es ist wirklich eine mega schweißtreibende und üble, anstrengende Schwerstarbeit, eigentlich schon Strafarbeit, muss man wirklich sagen. Aber da würde ich einfach sagen, ich mache mal ein separates Video, warum ich überhaupt das von Hand mache und nicht eine Maschine her tue und warum ich mich dazu überhaupt entschieden habe. Ja, ihr seht es hier. Ich habe hier schon angefangen. Es sind ziemlich genau 100 Quadratmeter. Da, wo ich jetzt stehe, ist eigentlich schon fertig. Ich muss noch etwas rakeln, deswegen laufe ich auch hier jetzt noch drauf. Und hier in diesem Bereich, ich habe es immer etappenweise gemacht. Einmal den vorderen Bereich, einfach mal zum jeden Abend eigentlich ein Bereich. Und dieser Bereich war jetzt komplett an einem Samstag dran und das waren dann 60 Quadratmeter generell. Ja, wie gesagt, wird da noch ein Video kommen und ich muss ehrlich sagen, es ist wirklich total krank. Ich habe es mal ausgerechnet, ich habe es mal grob überschlagen. Es waren pro Quadratmeter 230 Löcher, die ich reingemacht habe mit dem Rasenspecht und mit dem Dreier-Spoon. Das ist wirklich übelst. Das sind 23.000 Löcher, die ich hier reingemacht habe auf 100 Quadratmeter. Im Schnitt können auch 100 weniger gewesen sein oder mehr. Aber Fakt ist, da ich einen Dreier-Spoon habe, habe ich über 7.000 Mal den Specht in den Boden reingedrückt. Und ihr könnt euch vorstellen, gestern habe ich 60 Quadratmeter gemacht und ich bin heute echt platt. Wie gesagt, wird noch ein weiteres Video kommen. Und zwar werde ich ja, wie erwähnt, meinen ganzen Rasen machen. Das bedeutet, ich habe noch 200 Quadratmeter vor mir. Und da werde ich euch dann auch zeigen, bzw. sagen, wie es am besten funktioniert und auf was ihr da achten sollt. Und ja, es gehört leider dazu, wenn man einen perfekten und schönen Boden haben will und natürlich auch einen perfekten oder schönen Rasen haben will. Perfekten Rasen gibt es ja nicht, nahezu perfekten. Und genau aus dem Grund haben wir auch auf unserer Robi-Testfläche Bodenbearbeitung gemacht. Nicht wir haben es machen lassen, weil die Arbeit ist sonst viel zu extrem, viel zu anstrengend, weil dort haben wir ja fast 1000 Quadratmeter. Und deswegen haben wir gesagt, da müssen einfach schwere Maschinen her. Und somit haben wir einen Landwirt engagiert, der den ganzen Boden ebnet und den ganzen Boden fertig vorbereitet. Und zudem haben wir dann noch Sand eingearbeitet. Und da würde ich einfach sagen, wir starten jetzt ein Video und dann seht ihr, was da Update ist in diesem Bereich, was wir da alles gemacht haben, beziehungsweise wie weit wir jetzt aktuell sind, Mitte Mai. Somit bedanke ich mich fürs Zuschauen, wünsche euch viel Spaß und im Anschluss seht ihr jetzt das Video. Das werden richtig coole Aufnahmen. Viel Spaß, bis zum nächsten Sonntag. Ciao. Hey, hey. No leaves on the ground, no shade in the creek bed, and I lay my fears down. They won't go nowhere. Love is an echo under the corn snow. Memories are dead road. They're lost in the wood.
I'm nobody's stranger.